Einen wunderschönen guten Tag, Lovely. Ich habe heute ein spezielles Thema, wie der Titel schon sagt. Es geht um Blockaden, um gewisse Stagnationsthemen, eventuell in Bezug auf Liebe, Partnerschaft, in Bezug auf zwischenmenschliche Beziehungen im Allgemeinen. Das ist eine Energie, die aktuell im Kollektiv auch mitschwingt, und deswegen nehmen wir uns dieses Thema heute mal ein bisschen genauer unter die Lupe. Ja, es spielt keine Rolle, ob du in einer festen Verbindung bist oder in einer Wunschpartnerschaft, ob du eventuell auf jemanden im Freundeskreis schaust oder im familiären Umfeld. Es geht auf jeden Fall um gewisse Blockaden. Blockaden, Störungen im Feld, Stagnationen innerhalb Verbindungen. Was zeigt sich heute? So, 2 haben wir schon mal bekommen. Machen wir mal hier noch die Reihe voll, beziehungsweise, oh, okay. Okay, gut, also starten wir mal. Es geht um Spiele, es geht um Gedankenspiele, es geht um Gedankenspiralen eventuell. Jemand weiß noch nicht ganz, wie es aussieht, beziehungsweise wie steht um diese Verbindung. Moment, ich lese mal kurz fertig. Jemand verstellt sich ein bisschen, um zu gefallen eventuell. Jemand verdreht sich vielleicht, verbiegt sich oder gibt dem anderen das zu hören oder zu sehen, was er meint, dass es für den anderen gut ist. Ja, ich weiß jetzt nicht, ist es von deiner Seite aus oder von der anderen Person ausgehend. Das ist ziemlich schade, so eine Energie, also im Allgemeinen, weil eigentlich ist es doch so, wir sind, wie wir sind, und wir sind, wer wir sind. Und wenn ein Gegenüber uns so nicht mögen kann und so nicht lieben kann und so nicht annehmen kann, was wollen wir dann mit diesem Menschen in unserem Leben? Ist es wirklich notwendig, dass man sich irgendwie verstellt, dass man ein Theaterstück spielt, eine Rolle übernimmt? Irgendwann kommt das wahre Ich so oder so durch. Was haben wir hier noch? Jemand weiß nicht, was er möchte, was er mag, was er braucht. Und bevor man hier tiefer eintaucht in diese Materie, sollte man sich erst im Klaren darüber sein. Ja, möchte man jetzt etwas Lockeres innerhalb dieser Verbindung? Möchte man Verbindlichkeit? Möchte man tiefe Gefühle? Möchte man außerordentliche, abenteuerliche Erlebnisse oder sonst irgendwas? Mir scheint so, als würde hier die Kommunikation ein bisschen zurückbleiben zwischen euch beiden. Hier passt was nicht in der Kommunikation. Hier passt was nicht im Sinne von Klarheit, Offenheit und Ehrlichkeit. Man versucht vielleicht auch so ein bisschen gegenseitig herauszufinden, wie würde ich diesem Menschen denn gefallen? Was kann ich jetzt tun oder was kann ich jetzt sagen, damit dieser Mensch sich freut? Das können ganz lapidare Dinge sein, es können aber auch wirklich große Rollen sein, in die man reinschlüpft in dieser Hinsicht. Nicht gut, nicht gut. Okay, was haben wir als nächstes? Ängste. Okay, wir machen gleich weiter. Ich muss kurz zur Tür. Okay, entschuldige bitte die Unterbrechung. Ich sag's ja, manchmal passieren einfach komische Dinge, ne? Okay, wir waren stehen geblieben bei den Ängsten. Es geht darum, dass hier jemand Angst hat vor Nähe, Angst davor, tiefer in diese Verbindung einzutauchen, sich selbst zu zeigen, Gefühle zuzulassen,
Intimität zuzulassen. Was aber auch ganz cool ist, was hier drauf steht noch, dass diese Angst von beiden Seiten ausgeht. Also jeder Mensch hat in irgendeiner Form irgendwelche Ängste. Egal jetzt ob klein oder groß, egal ob bewusst oder unbewusst. Und innerhalb dieser Verbindung zeigt sich, dass diese Ängste, die hier bestehen, in welchem Sinne auch immer, gegeneinander arbeiten. Und dementsprechend auch aus dieser Angst raus reagiert dann jemand einfach so, dass man gewisse Rollen spielt, dass man gewisse Masken aufsetzt, dass man eine gewisse Distanz aufrecht erhält. Und es spielt jetzt, wie ich vorhin schon gesagt habe, überhaupt keine Rolle, in welchem Bezug ihr zueinander steht. Es geht um eine Herz-zu-Herz-Verbindung, ob jetzt im familiären Umfeld, im Freundeskreis, liebestechnisch, beziehungstechnisch. Das, was hier passiert ist, jemand ist nicht ehrlich zu sich selbst und dementsprechend dann auch nicht komplett offen, ehrlich und direkt dem Gegenüber. Unter dem Deck haben wir dann auch noch eine weniger schöne Energie, und zwar sich ungeliebt fühlen. Hier steht, du verdienst jemanden, der dich emotional unterstützt und dich voll und ganz liebt. Und das gilt natürlich hier in dieser Verbindung nicht nur einseitig, nicht nur in die eine Richtung, sondern jeder Mensch hat diese Form von Fülle und emotionaler Unterstützung verdient. Und wir können das hier drehen und wenden, wie wir wollen. Offenheit und Ehrlichkeit, die direkte Ansprache, die direkte Konfrontation, das ist meiner Meinung nach der einzig wahre Schlüssel. In jeder Form von Verbindung. Wir hatten vorhin auch mal angesprochen, was will man mit jemandem, der nicht in der Lage ist, er selbst zu sein? Oder wenn ich mich verdrehen und verbiegen und verstellen muss und immer irgendwo in eine andere Rolle schlüpfen muss, weil diese andere Person mich nicht lieben kann oder mich nicht annehmen kann, wie ich bin, ja, was will ich dann mit diesem Gegenüber? Und ja, wenn man offen und ehrlich miteinander kommuniziert, kann es passieren, dass einer dann sagt, du pass auf, ich komme damit nicht zurecht. Das ist für mich ein absolutes No-Go. So werden wir nie zusammenfinden. Und es ist in Ordnung so. Es ist absolut in Ordnung, weil dann heißt es, jemand anderes wartet auf dich. Es kann aber auch sein, dass diese Klärung, dieses Ansprechen, diese Konfrontation, die absolute Fülle bringt. Weil dann weiß man, woran man ist. Man kann sagen, hey cool, schau mal, wir haben die gleichen Wünsche, wir haben die gleichen Träume und wir haben auch die gleichen Ängste. Und wir können gemeinsam daran arbeiten. Sprich, und es kann sich alles ändern. Bitte, und dir wird gegeben. Vor lauter es geht ja hier um die Blockaden, ja. Also ich war jetzt schon wieder 10 Schritte voraus. Wir haben jetzt hier die Blockaden angesprochen, ja. Das bedeutet automatisch, ja, offene, direkte Kommunikation ist die Lösung, aber wenn jemand so dermaßen blockiert ist oder wenn die Mauer gerade so dick ist zwischen euch beiden oder wenn die Distanz gerade einfach zu weit ist, dann ist es ein Problem. Okay, dann ist es ein großes Problem und dann ist einfach dieses Zusammenspiel zwischen euch beiden blockiert. Wir müssen es kurz, das Pferd von hinten aufzäunen, und zwar, das da hier, sich ungeliebt fühlen, ist das Erste,
was hier geändert werden muss. Zumindest von deiner Seite aus, du, der hier dieses Video gerade siehst. Weil du bist der einzige Mensch in deinem Leben, der dich in diese Liebe, in diese Fülle bringen kann. Und das ist die Grundvoraussetzung für eine gesunde Beziehung. Zumindest die eine Hälfte davon, die eine Seite der Medaille. Natürlich braucht man für eine gesunde Beziehung auch ein gesundes Fundament des Gegenübers. Aber da wir nicht andere Menschen beeinflussen, kontrollieren oder manipulieren können, können wir nur an uns arbeiten und uns in diese Selbstliebe bringen, in diese Fülle. Und das alleine öffnet schon so viele Pforten. Was meinst du, was es mit deinem Gegenüber anstellt, wenn du auf einmal in deiner Selbstliebe ankommst? Manchmal ist es so, dass innerhalb von Beziehungen, Verbindungen sich sämtliche Probleme einfach in Luft auflösen. Nur mit dieser Entscheidung, sich selbst zu lieben. Es kann sein, dass einer von euch beiden nie gelernt hat, er oder sie selbst zu sein. Von klein auf schon. Na, und du musst so sein und das ist doch nicht anständig und sei bitte so oder was auch immer. Mensch, was ist denn heute los? Jetzt klingelt mein Telefonsturm. Nein, ich kann jetzt nicht, ich habe jetzt keine Zeit. Man hat nie gelernt, man selbst zu sein. Und auch hier darf ich aber wieder sagen, als erwachsener Mensch sind wir selbst in der Verantwortung und in der Verpflichtung, uns zu unserer eigenen, ureigenen Essenz vorzuarbeiten, beziehungsweise zurückzukehren, uns in die Klärung zu bringen, für uns abklären, wer sind wir, was wollen wir, wo wollen wir hin, in sämtlichen Lebensbereichen. Das ist jetzt nicht nur reduziert auf Thema Liebe, Partnerschaft. Nein, das ist das, was uns ausmacht. Das ist das, was wir ausstrahlen. Und vergiss bitte nicht das Gesetz der Resonanz und das Spiegelgesetz. Das heißt, wenn du jetzt dieses Video hier ansiehst und dir denkst, das sind alles gar nicht meine Themen. Ja, das ist mein Gegenüber. Wieso ist dieses Gegenüber in deinem Leben? Ich sage nicht, dass du genau die gleichen Probleme hast, dass du genau die gleichen Ängste hast, dass du genauso die gleichen Blockaden in dir hast. Nein, das sage ich nicht. Aber das Leben arbeitet nun mal so, dass man gewisse Dinge oder Energien aus einem bestimmten Grund anzieht. Und die Konfrontation geht nicht nur in eine Richtung, also dass man mit seinem Gegenüber, mit seinem Partner offen und ehrlich kommuniziert, was hier Sache ist und wo die Blockaden liegen und was die Lösungsansätze sind. Nein, in allererster Linie, und das gehört nun mal zur Selbstliebe dazu, dass man in die Konfrontation mit sich selbst geht. Und ja, es gibt so viele Situationen, in denen Menschen plötzlich von diesem Gegenüber nichts mehr wissen wollen, nachdem sie in die Selbstliebe gegangen sind. Das passiert sehr, sehr häufig, weil plötzlich sieht die Welt nämlich ganz anders aus. Plötzlich hat man ganz andere Standards, man erkennt seinen Wert, man verkauft sich nicht mehr unter Wert. Und ja, es sind auch ganz oft
sind es Situationen, beziehungsweise geschieht dies bei Menschen, die gesagt haben, ich liebe nur diesen einen Menschen. Ich will mit diesem einen Menschen zusammen sein, mit niemandem anderen. Und dann kommt der Tag, an dem sich alles ändert. So, okay. Genug geredet. Wir holen uns jetzt noch ein paar Kärtchen ab. Da ihr für die Rollenspiele und für das Theaterstück nicht man selbst sein. Schau mal, was wir hier bekommen haben. Die 9 der Schwerter und den Teufel. Ja, also eindeutiger geht's wohl kaum. Aber machen wir hier erstmal noch die Reihe voll. Die 8 der Kelche für die Klarheit. Die 5 der Schwerter für die Ängste. Und unter dem Deck die 3 der Kelche für sich ungeliebt fühlen. Was soll ich jetzt dazu sagen? Dass diese Blockaden, diese Stagnation, diese Energien, über die wir jetzt gesprochen haben, das findet alles in unseren Köpfen statt. Also entweder jetzt im eigenen Kopf, in den eigenen Gedanken oder die des Gegenübers. Das ist alles Kopfsache. Man macht sich selbst fertig aufgrund der Erfahrungen, aufgrund der Vergangenheit, mit Einfluss von Erziehung, Religion, Kultur, Gesellschaft, was auch immer. Ja, an dieser Stelle wird mir gerade klar, wie sehr wir kaputt gemacht wurden durch all diese Konzepte und Strukturen, diese Kartenhäuser, die schon viel früher hätten eingerissen werden müssen. Es führt nur ein Weg raus, und zwar weiterzugehen, sich dem zu stellen, diesen Blockaden, dieser Dunkelheit, diesen Wunden, die eventuell hier und da dahinter stehen, sich diesen Ängsten zu stellen. Wenn das deine Energie ist, reflektier mal ein bisschen zurück. Hast du vielleicht vor einiger Zeit um Mut gebeten? Dann ist das die Antwort. Wenn du um Mut bittest, bekommst du nicht so ein Säckchen Mut geschickt, so hier bitteschön ein Geschenk für dich. Nein, du bekommst Situationen und Ereignisse, die deine Angst lostreten, und darin kannst du dann Mut beweisen, indem du durchgehst, indem du weitergehst, indem du alles zurücklässt und hinter dir lässt, was dich runterzieht. Und wenn du jetzt innerhalb einer Verbindung bist, wo du dir vielleicht nicht ganz sicher bist, ist es jetzt meine Energie oder was davon ist meine Energie und was davon ist die meines Gegenübers. Ja, es muss ja nicht alles nur rein auf dich zutreffen und die anderen Energien speziell auf dein Gegenüber. Das kann ein komplettes Mischmasch sein. Energien verbinden sich, Energien vermischen sich, sobald hier eine nähere Verbindung oder eine intensivere Verbindung besteht. Was wollte ich jetzt eigentlich ursprünglich sagen? Ich weiß es nicht mehr. Egal, machen wir einfach weiter. Ich habe gesagt, einfach weitergehen, alles hinter sich lassen. Und um hier irgendwo einen Lichtblick zu sehen, braucht es so oder so die Konfrontation mit der eigenen Tiefe, mit der eigenen Stille, mit der eigenen Dunkelheit, mit den eigenen Wünschen und Träumen. Da muss man aufräumen. Egal, was wir wollen in unserem Leben, es startet immer mit uns selbst. Wir sind der Drahtzieher, wir sind der Wagenlenker.
Wir sind in der Lage, mit anderen zusammenzuarbeiten. Wir sind in der Lage, uns einzufügen in ein Gesamtbild, in den großen Kreis oder eben in eine Zweierverbindung. Und es spielt nie eine Rolle, denn es startet immer bei uns. Oh, 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 da muss ich jetzt tatsächlich hin. Bis gleich. So, Entschuldigung, das war jetzt wirklich, wirklich wichtig, das Telefonat. Okay, genau. Ich möchte hier noch eine Botschaft abholen, beziehungsweise wenn dein Gegenüber hier mit diesen Dingen, mit diesen Energien kämpft, mit diesen Blockaden, möchte ich kurz noch eine Nachricht von dieser Person abholen. Und wie gesagt, wenn du hier involviert bist und dich vielleicht fragst, was kann ich tun für mein Gegenüber? Hatte ich vorhin schon angesprochen, vielleicht nicht ganz direkt. Geh in die Selbstliebe. Zeige diesen Menschen, wie es aussehen kann. Du kannst hier Tipps geben, du kannst Ratschläge geben. Ach komm, du bist blockiert, mach doch so und hin und her. Meistens ist es so, wenn jemand so richtig blockiert ist innerhalb einer Thematik oder die Distanz ist schon zu groß, die Mauer ist zu hoch oder zu undurchdringlich, zu hart, dann helfen gute Ratschläge nichts. Es hilft, Energie hilft aber immer. Das heißt, verwandle dich in deine purste Essenz und das schwingt automatisch zu deinem Gegenüber. Okay, möchte dieses Gegenüber an dieser Stelle noch irgendetwas zu dir sagen? Oh, wie viel haben wir hier? Ja. Okay. Okay, wir haben hier zum einen, dein Gegenüber weiß hier anscheinend noch viele Dinge nicht von dir oder über dich. Gibt es hier irgendwelche Geheimnisse? Dein Gegenüber möchte dich hier noch intensiver, noch tiefer kennenlernen. Also selbst wenn es sich hier um eine familiäre Verbindung handelt, gibt es vielleicht Dinge, über die man nie mit diesem Menschen gesprochen hat. Dann ist es jetzt vielleicht an der Zeit, auch für dich in die Öffnung zu gehen und diesem Menschen zu berichten, was da in dir steckt. Es scheint so, als würde dein Gegenüber deine Offenheit und deine Klarheit wirklich dringend, dringend brauchen, um selbst auch irgendwo in die Öffnung gehen zu können. Eine Hand wäscht die andere, ne? Schau mal, die Nähe und die Tiefe wäre da. Hier steht wortwörtlich, ich träume so oft von dir und ich frage mich, ob du auch von mir träumst. Also seitens deines Gegenübers ist der Wunsch da, in diese Offenheit zu gehen, in diese Tiefe, in diese Intimität, in diese Verbindung, dass ihr euch wieder nahe seid oder dass ihr euch näher kommt. Aber so kleine Oberflächlichkeiten stehen einfach noch im Weg. Was heißt kleine Oberflächlichkeiten? Hier, wenn man nie gelernt hat oder wenn einem nie erlaubt war, man selbst zu sein, dann ist es ein längerer Prozess, zu sich zu finden, herauszufinden, wer bin ich eigentlich? Aber es sind dennoch nur Dinge an der Oberfläche. Sei du selbst und zeig deinem Gegenüber, wer du bist. Wie sich dein Gegenüber dann entscheidet, das ist seine oder ihre Entscheidung. Ja. Möchte dieser Mensch mit dir weiterhin zu tun haben? Kann dieser Mensch dich annehmen, so wie du bist? Kann dieser Mensch dich lieben, so wie du bist? Alles wunderbar. Und wenn nicht,
dann darf diese Person Platz machen für jemanden, der dich wirklich, wirklich schätzt. Ja, hab den Mut, in die Konfrontation zu gehen. Ist es einfach? Nicht immer. Braucht es Überwindung? Ja, sicherlich. Ist es das wert? Auf jeden Fall. Die Wahrheit tut so gut. Manchmal erst im Nachhinein, aber es ist ein Fakt. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal.